Willkommen zu unserem ersten Test dieser Art. Wir vergleichen heute die 4K Videoqualität der A6500 und der neuen Sony A7 III. In verschiedenen Disziplinen werden sie gegeneinander antreten, die da wären Rolling Shutter und Bildqualität in Cine 4, S-Log 2 und S-Log 3. Da die A7 III eigentlich eine Vollformatkamera ist, benutzen wir den APS-C-Modus des neuen Sony-Modells. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Der Rolling Shutter der A6500 hat schon einige Videofilmer zur Weißglut gebracht. Schaut man sich das Material der A7 III an, wird schnell klar, wer hier die Nase vorne hat. Die A7 III hält die vertikalen Linien im Bild zwar auch nicht ganz gerade, doch sie liegt mit Abstand vor der A6500. Hier ein Standbild zum Vergleich. Oben die A6500, unten die A7 III. Dieser Punkt geht also verdient an das Modell aus der oberen Preisklasse. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Bildqualität im Bildprofil Cine 4. Hier bieten beide Kameras bei niedriger ISO absolut scharfe 4K-Bilder. Was das Rauschen angeht, ist die A6500 gerade in den Tiefen wesentlich rauschärmer. Aber was passiert, wenn wir unser ISO-Rädchen weiter hochdrehen bis auf 6400? Auch hier liefern die Kameras noch erstaunlich scharfe Bilder, wenngleich das Bild bei beiden etwas stärker zu rauschen beginnt, was nach dem Grading noch offensichtlicher wird. Bei genauerem Hinschauen sehen wir auch hier wieder, die A6500 schlägt die A7 III gerade in den dunklen Teilen des Bildes. Damit geht dieser Punkt an das Mittelklasse-Modell. Ausgleich. Es steht 1:1. Machen wir weiter mit der Bildqualität im S-Log 2 Modus. Bei einer ISO von 800 wirken beide Bilder auf den ersten Blick gleichwertig. Auch nach dem Grading zeigen sich kaum Unterschiede. Legen wir die Lupe an, schlägt die A7 III die A6500 knapp. Das Rauschen ist etwas geringer, nichtsdestotrotz sind beide Bilder knackig scharf. Das ISO-Rad hoch auf 6400 und wieder sehen wir kaum einen Unterschied. Auch das Grading offenbart nichts, was eine der Kameras schlechter dastehen lässt. Selbst beim Ranzoomen können wir höchstens einen minimalen Vorsprung der A7 III ausmachen. Dieser Punkt geht also ganz knapp an die A7 III. Der letzte Bewertungspunkt ist die Bildqualität in S-Log 3. Die Schärfe der beiden Kameras ist und bleibt die gleiche. Wir können wieder nur Unterschiede im Rauschen ausmachen. Den Blick auf die Pixel kann die A7 III bei ISO 800 für sich gewinnen. Sie rauscht um einiges weniger als die kleine Schwester. Drehen wir ein letztes Mal unsere ISO auf 6400 und schauen mal, ob sich die A7 III doch noch merklich absetzen kann. Hier merken wir, ja, die Kameras sind beide scharf wie immer und ja, beide Bilder haben ein ordentliches Rauschen. Doch ein Unterschied im Rauschen besteht nicht. Dennoch geht dieser Punkt dank des geringen Rauschens bei ISO 800 an die A7 III. Kommen wir zur Auswertung. Die A7 III konnte in 3 von 4 Disziplinen die A6500 übertreffen, jedoch nur in einer deutlich. Im Vollformatmodus jedoch gewinnt die Kamera nochmal ein Fünkchen an Schärfe und auch das Rauschen ist etwas weniger sichtbar. Somit haben wir einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch A7 III. Wer jetzt ans Umsteigen denkt, sollte jedoch überlegen, ob die minimalen Besserungen im Videobereich den Aufpreis rechtfertigen. Die A6500 ist und bleibt vom Rolling Shutter abgesehen eine tolle Kamera, die sich vor ihrer großen Schwester nicht verstecken muss.